Buchmeisterin und ich zeige euch heute, wie ihr mit der Multibuchpresse zu Hause wunderschöne Bücher machen könnt. Dafür nehmt ihr als erstes die Pressbacke Nummer 1, und zwar die mit den Gewindeteilen innen drin, und legt sie quer vor euch hin. Dann brauchen wir die zweite Pressbacke, das ist die, die kein Gewinde hat. Und die muss mit der Schräge zu euch selbst hin gelegt werden, so dass wir mit der Gewindestange jetzt hier hinein können in das Gewinde schrauben. Außerdem brauchen wir die runden Befestigungsschrauben, die wir dann von dieser Seite aufschrauben. Die zweite Spindel mit der viereckigen Schraube. Die Schraube sollte ungefähr in der Mitte von der Spindel sitzen. So, kommt auf der anderen Seite rein. Und auch hier drehen wir, bis die Spindel ein bisschen über die Presse hinauskommt, und befestigen auf der Seite auch unsere runde Befestigungsmutter. Die Presse sollte jetzt so zusammengeschraubt sein, dass man hier einen Spalt hat, der so breit ist wie das Buch, was wir binden wollen. Um unser Buch zu kleben, wir haben jetzt hier eine lose Blattsammlung, die soll eine Klebebindung ergeben, oder wie der Buchbinder sagt, ein gelumbecktes Buch. Dazu muss die lose Blattsammlung erstmal mit einem Vorsatz vorne und einem Vorsatz hinten versehen werden. Dann stoßen wir unser Buch sauber auf, legen es vorsichtig auf die Kante, kontrollieren nochmal, ob der Schlitz weit genug offen ist, um unser Buch hineinzusetzen, und dann können wir es von oben hineinhalten und können jetzt mit den viereckigen Schrauben die Presse verschließen. So sollte das Buch in der Presse sitzen, und so zwar so fest, dass, wenn wir die Presse anheben mit dem Buch, das Buch nicht rausrutscht. Wir brauchen jetzt unseren Klebstoff, um das Buch zu kleben, und dazu muss das Buch weit über die Kante gefächert werden. Und schon ist unser gelumbecktes Buch, wie der Buchbinder sagt, fertig. Wir können es rausnehmen und können es über die Tischkante weglegen. Wer nun aber lieber eine Fadenheftung machen möchte, der sollte sich zunächst seine Lagen vorstechen, damit das Heften einfacher wird. Dafür legen wir wieder die Backe mit den Gewinden vor uns hin, diesmal aber mit der Schrägen zu uns hin, und die zweite Backe mit der Schrägen von uns weg, so dass sich in der Mitte ein Trichter ergibt. Die Spindeln brauchen wir wieder, diesmal haben wir uns, da kommt die zweite, diesmal haben wir uns die runden Schrauben ungefähr bis auf die Mitte gedreht. Nun können wir wieder die Presse zusammenschrauben mit den Spindeln, und dieses Mal sollte ganz zusammengeschraubt werden. Das heißt, wir werden unsere runden Befestigungsschrauben bis
ran an die Pressbacke und befestigen die Presse mit den Schrauben. Schön ist es, wenn wir uns jetzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Brett unterlegen können. Um dann unsere vorbereiteten Heftlagen, die einmal gefalzt sind, hier hineinlegen zu können. Ich habe mir eine Vorstechpappe zurechtgeschnitten, die kann ich hineinlegen und kann jetzt mit einer Ahle Löcher vorstechen durch die Mitte der Presse. Um mir dann später hier vorgestochene Löcher zu haben für die Fadenheftung, die dann im nächsten Schritt erklärt wird. Im nächsten Arbeitsschritt wollen wir unsere vorgestochenen Lagen mit einer Fadenheftung zusammenheften. Dafür brauchen wir eine Heftlade. Unsere Multibuchpresse soll nun im nächsten Schritt zu einer Heftlade zusammengebaut werden. Dafür nehmen wir wieder die Backe, die kein Gewinde hat, die aber hier zwei kleine Löcher hat, und legen sie so hin, dass die Löcher von uns weg sind. Die zweite Backe muss so hingelegt werden, das ist wieder die Backe mit den Gewinden, rechts und links, wird so für uns hingelegt, dass die Schräge zu uns hin ist und dass das Gewinde von oben zu sehen ist. Als nächstes kommt obendrauf die Befestigungsplatte und wir brauchen die zwei kleinen schwarzen Schrauben. Mit den zwei kleinen schwarzen Schrauben drehen wir unsere Platte an der Pressbacke fest. Im vorderen Bereich nehmen wir wieder unsere Spindeln. Ungefähr in der Mitte sitzen wieder unsere viereckigen Befestigungsschrauben. Die werden nun rechts und links hier vorne eingedreht und mit den viereckigen Befestigungsschrauben fixiert. Als nächstes brauchen wir die beiden runden Schrauben, die hier oben ein bisschen, ungefähr 5 cm weit, auf die Spindel geschraubt werden. Und wir brauchen noch unser Hakenbrett, welches von oben aufgelegt wird. Damit ist unsere Heftlade fertig und wir können jetzt hier zwischen unsere Bänder spannen. Nehmen wir die Haken und hängen sie oben rein. An die Haken kommen die beiden Kämmchen. Wir können hier unten das Brett jetzt öffnen und das Band hier unten fixieren. Auf der nächsten Seite läuft das Band wieder hoch, dann kommt das Brett wieder rein. Und damit sind unsere Bänder
aufgespannt. Der Restband wird hier oben aufgelegt und jetzt können wir unsere Bänder schön stramm machen. Wir nehmen jetzt ein Brett und legen das auf unsere Heftlade und können dann unsere vorgestochenen Lagen auf das Brett legen und beginnen zu heften. So, wenn wir jetzt soweit sind, dass unser Buch getrocknet ist, unsere Klebebindung oder unsere Fadenheftung und wir das Buch beschneiden wollen, dann brauchen wir dafür wieder die Presse und diesmal den Beschneidehobel. Um das Buch zu beschneiden, wollen wir jetzt erstmal das Buch mit Makulatur versehen, vorne und hinten. Wenn wir das einspannen, um es zu beschneiden, ist es gut, wenn ein bisschen Papier davor und dahinter liegt. So, das wird sauber aufgestoßen und dann zwischen zwei Bretter gelegt. Und genau so weit rausgeschoben, wie wir das Buch beschneiden wollen. Unsere Presse bauen wir so zusammen, dass wir wieder die eine Pressbacke, die mit dem Gewinde unten liegen haben, und da drauf kommt die zweite Pressbacke, diesmal mit der Führungsnut für den Beschneidehobel oben drauf. Wir nehmen dann wieder unsere Spindeln und schrauben sie von oben ein, eine links, eine rechts. So, die Presse muss diesmal weit geöffnet sein, damit wir unser Buch mit den Brettern zusammen einspannen können. Man kann hier ganz gut reingreifen in die Nut für den Schneidehobel und den Pressbalken anheben. Und so lässt es sich ganz gut auch einhändig ohne Hilfe von anderen Personen in die Presse setzen. So, das muss jetzt sauber zurechtgeschoben werden, dass die Bretter genau mit der Presse abschließen. Das ist ganz wichtig, dass man das sehr genau und sehr ordentlich macht. Und jetzt drehen wir das zu. Um das Buch jetzt zu beschneiden, müssen wir unsere Presse vor dem Tisch befestigen, da es ja nach unten raushängt, das Buch. Und das lässt sich natürlich logischerweise nicht auf den Tisch legen, deshalb müssen wir es vor dem Tisch befestigen. Ich habe so einen Pressknecht, der ist ganz hilfreich, um das Buch festzuhalten. Den kann ich mir da dran stellen, aber um es wirklich richtig gut zu befestigen, nehme ich 2 Schraubzwingen und kann das Ganze rechts und links am Tisch befestigen. Wenn man 2 Tische hat, die beide gleich hoch sind, dann ist das auch eine Möglichkeit, dass man die Tische so weit zusammenstellt, dass genügend Platz ist dazwischen für Brett und Buch. Man kann jetzt auch den Pressknecht wieder wegnehmen, wenn man das ordentlich festgemacht hat hier am Tisch, dann hält das von alleine und dann braucht man den Pressknecht gar nicht mehr. Um jetzt das Buch zu beschneiden, nehmen wir unseren Beschneidehobel und der wird immer geliefert, vormontiert und mit versenktem Messer. Das ist das Erste, was wir jetzt machen, dass wir unser Messer hier rausschieben.
Dafür ist es wichtig, dass wir mit der Holzspindel den Pressbalken so weit an diese Befestigungsschraube hier ranschieben, dass wir jetzt das Messer so weit rausschieben, wie das Buch breit ist. Und wir können sicher sein, dass das Messer, wenn es ganz dran geschraubt ist, dass es nicht hier in die Holzbacke reingeht. So, bevor wir jetzt beschneiden wollen, setzen wir diese Kante in die Nut, aber an einer Stelle außerhalb des Buches. Da wir jetzt unseren Schneidehobel erstmal aufschrauben müssen, damit er auch außerhalb des Buches schneidet. Und jetzt kann ich mich vorsichtig rantasten an das Buch mit dem Messer, bis ich an dem ersten Blatt dran bin, und dann lässt sich das Buch natürlich beschneiden. Ende die letzten Seiten, die knicken etwas um, weil sie keine Stütze vom Brett mehr haben. Aber das ist der Grund, warum wir hinten immer ein bisschen Makulatur mit einpressen müssen. So, wenn das Buch beschnitten ist, kann ich das Buch wieder rausnehmen. Dann kann ich meine Presse wieder losschrauben. Auf den Tisch stellen, öffnen. Mein Buch ist wunderbar beschnitten. Zu guter Letzt haben wir unsere Bücher fertig gemacht, egal ob Querformat oder Hochformat. Wir müssen in jedem Falle nach dem letzten Arbeitsschritt, dem Einhängen unserer Bücher in die Einbanddecke, unsere Bücher einpressen. Dafür brauchen wir eine gute Presse. Jetzt bauen wir unsere Multibuchpresse zu einer guten Presse um. Dafür nehmen wir wieder unsere Pressbacke. Und in diesem Falle muss das Gewinde auf die Tischfläche zeigen, weil wir jetzt hier die breite Auflagefläche brauchen. Die zweite Pressbacke wird entsprechend oben drauf gelegt, so dass auch hier die breite Fläche aufliegt und das Buch eine möglichst breite Pressfläche hat. Hier wieder schrauben wir mit unseren Spindeln unsere Presse zusammen. Müssen aber jetzt die Presse so weit aufmachen, dass wir so viel Platz haben, dass wir unsere Einpressbretter mit dem Buch dazwischen hier reinsetzen können. Und was wir jetzt hier mit der Hand versuchen zuzumachen, reicht natürlich nicht aus, um das Buch einzupressen. Also nehmen wir dafür unseren Pressbengel und können nun unsere Presse noch deutlich fester zuschneiden.
wem das noch nicht ausreicht, der kann auch die ganze Presse nach Buchbindermanier zwischen die Beine nehmen. Und seine Presse dann noch weiter schließen. So haben wir mindestens 50 Kilo Druck auf unser Buch.